Willkommen beim neuesten Krypto-Update von heute. Es gibt wieder News zu Bitcoin, Ethereum, Märkten allgemein, Altcoins und ein kleines Special über UFOs am Schluss. Ich hätte gesagt, wir starten gleich rein. Kobayashi Letter, was sagen Sie? Institutional Investors sold net über 3 Milliarden of equities last week, second largest weekly sale on record. Also letzte Woche war der zweitgrößte Sale von US-Equities überhaupt. Märkte sind ein bisschen gecrashed, genau, das haben wir gesehen, aber es war der zweitgrößte Sale überhaupt an Record. Und ja, was heißt das? Also erstens, es ist ziemlich weit runtergegangen. Normalerweise nach so großen Sales kommt aber auch ein bisschen Relief, das heißt, da geht es dann tendenziell wieder ein bisschen nach oben. Kann aber sein, dass es natürlich noch ein bisschen runtercrasht, weil oft löst das Kaskaden aus, solche großen Crashs, und dann crasht noch mehr, da werden noch mehr Verkäufe getriggert, aber ja, tendenziell ist man dann eher bald am Ende angelangt, aber ja, vorsichtig sein da draußen in den Märkten auf jeden Fall. Was haben wir hier? Das ist noch Gold, ein Chart, geht steil nach oben. Was könnte das sein? Nicht Gold, nicht Bitcoin, nicht Nvidia. Nein, sind die US-Schulden. Genau, wie man sieht, schon vor der Finanzkrise 2008 ist es nach oben gegangen, aber seit der Finanzkrise ist es steil nach oben gegangen, war damals bei 8 Milliarden circa, ein bisschen mehr vielleicht, heute fast bei 40, hat sich mindestens vervierfacht in den letzten 18 Jahren, also die Schulden explodieren. Was machen Governments normalerweise, wenn Schulden explodieren? Sie drucken Geld, weil ohne Geld zu drucken können sie die Schulden nicht begleichen. Und Geld drucken heißt normalerweise leider, dass viele arme Menschen ärmer werden. Menschen, die keine Assets besitzen, sondern nur Geld besitzen, werden ärmer, weil es einfach viel mehr Geld gibt. Und Assets aber wie Gold, Bitcoin, Nvidia, gute Aktien, tendenziell steigen damit, weil wenn mehr Geld verfügbar ist, wird das auch tendenziell öfters in die Märkte gepumpt und der Wert in Relation zum Geldvolumen bleibt natürlich stabil und deshalb steigen diese Assets an und das Geld an sich wird eben leider weniger wert. Genau. US-ETFs kapitulieren wie nie zuvor. Sieht man auch da, schönes Chart von 2024 März bis Jänner 2026, Bitcoin-ETFs, und man sieht, dass die jetzt gerade an einem absoluten Tiefpunkt sind, also so viel verkauft wurden wie noch nie zuvor. Genau, unter anderem verantwortlich natürlich für die tieferen Preise, die wir gerade sehen. Was haben wir da? Spielt in die gleiche Richtung. Google Searches für Bitcoin ist tot, sind noch nicht an einem All-Time-High, aber sie kommen dorthin. Also man sieht seit 2022, jetzt gerade in den letzten Monaten, seit Mitte 2025, die Searches nach Bitcoin ist dead stark angestiegen. Was bedeutet das? Oft ist es so, dass natürlich wenn die Angst am größten ist, ist man eher an einem Bottom als am Top. Also wenn das noch weiter steigt, könnte man wahrscheinlich bald davon ausgehen, dass der große Crash oder das Schlimmste vorbei ist. Aber auch spannend, solche Google-Trends zu beobachten. Das nächste ist genau die gegenteilige Richtung. Sind jetzt Google Searches nach nur, unter Anführungsstrichen, Bitcoin, nicht Bitcoin ist dead, und auch die sind aber an einem absoluten All-Time-High. Er sagt, tighten your seatbelts. Warum? Weil oft natürlich, wenn mehr Leute nach Bitcoin sich erkundigen, viele lesen nach, was ist Bitcoin, was macht Bitcoin eigentlich, und investieren dann auch in Bitcoin, werden auch vielleicht überzeugt, überzeugt davon, was Bitcoin eben bewirken kann, und vielleicht auch andere Kryptos, und genau, könnte eben auch ein positives Zeichen sein, dass Retail wieder beginnt zu kaufen. Kryptos aber Bitcoin Demand just flipped positive. Das ist der Apparent Demand für Bitcoin, 30-Tages-Summe. Da sieht man das schon seit 1. Dezember, also 12 letztes Jahr. Bitcoin eigentlich immer mehr verkauft worden ist, bis Mitte Dezember sehr viel verkauft worden ist und ist jetzt immer weniger geworden, und ist jetzt erst wieder ganz knapp positiv geworden. Das heißt, die Nachfrage nach Bitcoin ist jetzt wieder positiv, nicht negativ. Ist für sich genommen jetzt ein positives Zeichen. Wie sich der Preis entwickelt, bleibt abzuwarten. Genau, bitte nehmt das nicht als Kauf- oder Verkauf-Empfehlungen, aber ja, es gibt ein paar Indikatoren, die in verschiedene Richtungen deuten. Was haben wir hier? Billionär Jack Dorsey. Jack Dorsey, der frühere CEO von Twitter, vor dem Elon Musk es unter anderem gekauft hat, introduced BitChat, eine App, die User Bitcoin senden lässt ohne eine Internet-Connection.
ja, tolle Sache, das funktioniert so, die Handys, also wenn man jetzt über diese App Bitcoins verschickt und keine Internet-Connection hat, wird über Bluetooth, über alle Telefone, die eben in diesem Netzwerk verbunden sind, einfach über Bluetooth so lange die Information weitergeschickt, bis es an ein Telefon kommt, das eben Internet-Connection hat, und dann wird die Transaktion auf Bitcoin eben durchgeführt. Tolle Sache eben, kann man auch Bitcoin verschicken ohne Internet-Connection sogar. Genau. Was haben wir jetzt? Jetzt kommen 2 Charts über Bitcoin bepreist in Gold, also nicht in US-Dollar, sondern Bitcoin-Preis in Gold. Das heißt, wie viel Bitcoin bekommt man pro Gold? Da kann man eine Trendlinie erkennen seit 2016, wo Bitcoin immer, vor allem in den Tops und den Bull-Cycles, stark nach oben ausgeschlagen hat. Und jetzt ist Bitcoin eben wieder bepreist in Gold an dieser Linie angelangt. Und ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Trend so weitergeht wie in der Vergangenheit, würde wahrscheinlich da auch jetzt irgendwann ein Bounce kommen und Bitcoin wieder nach oben gehen. Genau, das nächste Chart geht in die gleiche Richtung. Wir sehen da auch, dass Bitcoin bepreist in Gold. Er sagt, Bitcoin Gold bottomed after 14 months, also immer nach 14 Monaten nach einem Top ist Bitcoin am Bottom angelangt gewesen, jetzt bepreist in Gold. Und das war eben hier so, 2014. Dann war es beim nächsten Top so, beim nächsten Top war es so, und jetzt auch beim neuesten All-Time-High waren es mittlerweile auch 14 Monate, seitdem dieses All-Time-High vergangen ist, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und wenn sich jetzt die Vergangenheit wiederholen würde, dann würde das bedeuten, dass wir jetzt eigentlich am Bottom angelangt sind. Genau, ist nur ein Chart, eines von vielen. Dieses ist eher positiv, manche sind negativ. Genau. Crypto Rover, 30% ist Ethereum Supply is now staked for the first time in history. Ja, wir sehen hier ein schönes Chart, das ist Ethereum Staking. Gestaktes Ethereum ist gelockt und kann nicht verkauft werden, oder nicht, zumindest nicht sofort, ist immer mit einer bisschen Unlocking-Periode verbunden, und Ethereum ist jetzt so viel gestaked wie noch nie zuvor, 30%. Genau, auch bullish, heißt, viele Leute schieben Ethereum zur Seite, um darauf einfach Zinsen quasi zu bekommen und es gestaked zu haben, und denken eben auch nicht dran, das jetzt in dem Moment zu verkaufen. Auch sehr bullish für Ethereum. Dann haben wir hier ein Chart Bitcoin versus Altcoins. Da sieht man wieder others durch Bitcoin, also Altcoins im Vergleich zu Bitcoin, wie viel der Altcoin-Marktwert ist im Vergleich zu Bitcoin. Und oben haben wir eben den Preis, unten ist, denke ich, der Momentum-Indikator. Man sieht hier, dass beim letzten, sage ich mal, es hat bisher ein paar Altcoin-Cycles irgendwie gegeben auch, und beim letzten Mal ist es eben runtergegangen. Das heißt, Bitcoin stärker geworden im Vergleich zu Altcoins. Nachdem sie ausgebrochen sind Altcoins nach oben gegangen, nochmal gedroppt und dann stark nach oben geschossen. Und jetzt ist der Altcoin-Markt wieder dieser Linie quasi gefolgt, Bitcoin, und im Vergleich zu Bitcoin eben quasi schwächer geworden wo sind wir da, Mitte 2022. Und jetzt ist eben der Altcoin-Markt insgesamt wieder aus dieser Struktur ausgebrochen. Wenn man jetzt dieser Struktur der Glauben schenkt und sagt, das Bottom war jetzt herinnen mit Berühren eben dieser unteren Linie, dann würde man jetzt erwarten, dass Altcoins im Vergleich zu Bitcoin wieder Fahrt aufnehmen und stärker wachsen als Bitcoin. Das heißt nicht, dass irgendwas crashen muss oder Bitcoin crasht, das heißt einfach, dass Altcoins, wenn es hier nach oben gehen würde, würden Altcoins mehr Profite machen als Bitcoin, oder die Preisentwicklung höher ins Positive gehen als bei Bitcoin. Für den Altcoin-Markt insgesamt sagt das auch nichts über einzelne Altcoins aus, aber insgesamt. Genau. Und das war es auch schon wieder mit den Krypto-News von heute. Ich habe noch 2 weitere sehr interessante Posts und dann der Post für UFOs. Habe ich heute gesehen, sehr interessant. Also 84% aller Menschen haben noch nie KI genutzt und nur 0,3% zahlen für Premium Services. Jeder Punkt da steht quasi für 3,2 Millionen Menschen. Genau, und die Grauen haben noch nie KI benutzt, die Grünen nur gratis Chatbots, Gelbe zahlen 20% für KI circa und Rot verwenden es für Coding. Da sieht man, dass sehr, sehr wenige Menschen eigentlich noch immer KI nutzen, und die Möglichkeiten mit KI, gerade auch für Coden, ich habe das selbst schon versucht, ist einfach genial. Man kann mit sehr wenig Wissen oder fast gar keinem Wissen eigentlich schon Apps entwickeln, Skripte entwickeln. Gerade ChatGPT Codex zum Beispiel, das erst am, ich glaube, 12. Februar
jetzt released wurde, ist verdammt stark, kann mit einem Prompt Dinge erledigen, die früher einen ganzen Tag benötigt haben zur Entwicklung. Genau, also sehr stark, was diese Tools leisten mittlerweile. Und der letzte Post, wie versprochen, über UFOs hat Donald Trump gepostet am 19. Februar. Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, bla 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 bla, to begin the process of identifying and releasing government files related to alien and extraterrestrial life. Das heißt, er weist diverse Departments und Agencies in den USA jetzt an, alle Files, die es gibt in Zusammenhang mit UFOs, Unidentified Flying Objects und Unidentified Aerial Phenomenon, also anderen Luftphänomenen, die nicht identifiziert wurden. Er weist jetzt eben diverse Agencies an und Government Departments, dass sie diese Akten freigeben. Genau, und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und ja, das war es wieder für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, bitte lasst ein Like da oder einen Kommentar, sagt mir, was ihr meint zum Markt gerade. Denkt ihr, geht's bergauf, denkt ihr, geht's runter? Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.